Welchen positiven und gewinnbringenden Einfluss hat Barfußlaufen auf unsere Gesundheit? Gehe bitte auch auf die Sinneszellen in den Füßen ein, die Informationen übermitteln und dementsprechend direkten Einfluss auf unsere Körperhaltung haben. Genau. Jetzt erinnere ich mich auch wieder. Wir waren konkret auch dabei, wie ich damals in Kolumbien dazu gekommen bin, ne? Wo ich das gesehen hatte, auch bei Naturvölkern. Der springende Punkt war einfach es gab so eine Zeit, Mitte, Ende 2015, da gab es so einen richtigen Eureka-Moment, Erleuchtungsmoment. Wow, wir Menschen laufen alle falsch. 99% der Menschen laufen auf eine Art und Weise, die sich die Evolution, also unsere natürlicherweise evolutionär entwickelte Physiologie, niemals gedacht hatte. Das nennt man auch Fersengang. Das ist heutzutage normal, wir kennen nichts anderes, wir denken, das ist richtig und gut so. Wir kaufen uns Schuhe mit ganz viel Dämpfung und treten hinten auf der Ferse auf. Das hat sich allerdings tatsächlich anthropologisch, also geschichtlich, erst in den letzten 100 bis 200 Jahren, ganz extrem seit 50 Jahren, 100 Jahren herauskristallisiert. Aber unser gesamtes Körperskelett, also das Gleichgewicht unserer Wirbelsäule, wie unsere Beine funktionieren, unsere Kniegelenke, unsere Hüftgelenke flexibel und kräftig sind, haben wir uns in der Evolution dazu von Anfang an darauf spezialisiert, auf dem Vorderfuß aufzutreten. So, da gibt's auch Wege, das falsch zu machen. Ich weiß noch, wir hatten früher einen Jungen bei uns in der Schule, der ist immer nur auf den Spitzen gelaufen. Den haben wir teilweise noch ausgelacht, der Arme. Das soll es auch nicht sein, ja. Wenn man einen Menschen sieht, der einen richtig schönen, natürlichen Vorderfußgang hat, bemerkt man tatsächlich gar nicht, dass der vorne auftritt. Das sieht man kaum. Der, der tritt fast zeitgleich vorne auf und dann hinten. Genau, also bevor das jetzt zu technisch wird, gehen wir nochmal in den praktischen Ablauf. Selber die Erfahrung machen. Macht mal zu Hause ein Experiment. Vor allem auch, was können Menschen täglich für ihre Fußgesundheit tun? Was kann man täglich tun? Und dazu müssen wir auch nochmal gleich genau das Problem definieren. Viele Probleme existieren heutzutage, sowohl materielle, wirtschaftliche, politische Probleme meiner Meinung nach, als sowohl auch emotionale, psychologische Probleme, die daher kommen, dass wir uns von der Natur entfremden, auf so viele Arten und Weisen, ja. Aber beim Barfußlaufen ist es einfach so, dass wir im Laufe der Jahrzehnte, wenn man jetzt 70, 80 Jahre alt wird, ständig hinten auf die Ferse auftreten und dabei jedes Mal ein ungedämpfter Schock, ein Impuls durch alle Gelenke im Körper geht. Ja? Und wenn ihr das mal ausprobiert, geht mal so leicht auf die Zehen vorne. Ich mach das mal kurz, mach mal mit. Da bitte ich dich mal drum und du auch, Sati. Ich habe jetzt halt meine Schuhe an. Ja, zieh die ruhig aus. Kein Problem. Ja, locker. Und wippt da mal so ein bisschen. Also nicht hoch auf die Zehen, sondern so sanft, ja. Oder stellt euch mal hinten drauf. Ja, Und auch, wir reden von den Plattfüßen und so, aber es ist unser Fundament. Was passiert, wenn wir ein Haus bauen und das Fundament ist schlecht? Das funktioniert nicht. Das Haus stürzt zusammen, kriegt bald Probleme, marode Risse. Das muss also tatsächlich, das Fundament muss stimmen. So, die Füße sind, sind einer der vielfältigsten, ne, sind wahrscheinlich sogar das vielfältigste und mechanisch sophisticated, wie sagen wir auf Deutsch, raffinierteste Werk der Natur, das wir haben. In der ganzen Robotik heutzutage, in der Industrie, sind sie nicht in der Lage, einen Roboter zu entwickeln, also einen Fuß künstlich nachzustellen, der 80 Jahre durchschnittlich 70, 80 Kilogramm tragen kann. Alles, was die herstellen, selbst die beste, was weiß ich, Technologie der Special Forces vom US Military, die müssen diese Roboterfüße wahrscheinlich mehrmals im Jahr oder alle paar Jahre reparieren. Ja? Bei uns geht es auch, weil wir uns natürlich jeden Tag beim Schlafen regenerieren und so weiter. Aber da sind hunderte von verschiedenen Muskelfasern, Knorpeln, ja, und Gelenke, die harmonieren. Und also man kann jetzt nicht von einem auf den anderen Tag einfach sagen, ich laufe jetzt nur noch barfuß. Da kann man sich sogar Schaden hinzufügen, ja, bis hin zur Wirbelsäule. Aber was ich damals tatsächlich gemacht habe, und damit könnt ihr auch einfach mal anfangen, ihr müsst ja nicht zum hundertprozentigen Barfußläufer gehen,
fangt mal an, jeden Tag 10 Minuten zu Hause, im Haus oder in der Wohnung barfuß zu laufen. Das machst du wahrscheinlich auch sowieso, ne? Ja, Aber probiert jetzt mal aus, bewusst in diesen 10 Minuten nicht auf der Ferse aufzutreten, ne? Sondern versucht mal schön sanft vorne aufzutreten, wie eine Fee, wie eine Lilifee. Und ihr werdet bemerken, das ist anders, da passiert was anderes. Hat ja auch Sinn, rein mechanisch, hydraulisch. Wenn man auftritt, hat man keinen Stoß, der gleich bis in die Wirbelsäule hochzieht und im Laufe der Jahrzehnte Rückenprobleme verursacht, sondern wir haben ein leichtes Abdämpfen. Ich habe dann das so gemacht, 10 Minuten eine Woche 2015 und in der zweiten Woche 20 Minuten, dritte Woche 30 Minuten. Irgendwann war ich dann zu Hause nur noch so unterwegs. Hab gleich gemerkt, ja, es verändert sich was beim Yoga, zu Hause, das Gleichgewicht. Und dann habe ich irgendwann auch angefangen, einfach 10 Minuten draußen im Park zu laufen. Und heute eigentlich immer, außer wenn ich jetzt in eine schmutzige Großstadt gehe oder im Winter, wenn die Füße abfrieren würden, dann ziehe ich mir Zehenschuhe an. Muss man modisch nicht mögen, aber ich liebe sie, ich ziehe nichts anderes an. Und seitdem, welche Probleme haben sich bei mir gelöst? Keine Rückenschmerzen, die sind in einem halben Jahr komplett weggegangen. Ich renne schneller, weniger Energie. Allein schon wenn ich jetzt renne und in so einem Flug bin, schon die Energie investiert habe, hüpft es sich, also es geht viel leichter fort. Ich muss nicht so viel Kraft bei jedem Sprint investieren, um die Geschwindigkeit beizubehalten. Ich springe höher, ich habe mehr Gleichgewicht und ich fühle mich, aber das ist vor allem die psychologische Sache, ich bin geerdet. Ich weiß, wo ich stehe. Ich merke, was ist es für eine Umgebung? Und ich merke, wenn ich in eine dreckige Stadt gehe, ich fühle mich hier nicht wohl. Hier ist Krankheit, hier sind zu viele Menschen. Und man spürt aber tatsächlich, das ist jetzt vielleicht, mag ein bisschen mehr in die Esoterik gehen, man wird auch feinfühliger. Man merkt mehr, was ist heute für eine Vibration am Start? Wie sind die Leute drauf? Ist Spannung im Feld? Ja, auch Situational Awareness. Ja. Gerade wenn man jetzt auch in den Bereich von Selbstverteidigung geht. Man kann bemerken an Orten, wo womöglich in den nächsten Minuten etwas passiert. Ja? Und da hat man eine andere Beziehung zu seiner Umwelt. Man kann jetzt auch noch, wenn man richtig biochemisch, biophysisch in den Longevity, also in der Gesundheit argumentiert, kann man auf jeden Fall noch sich ein ganz einfaches Experiment angucken, wo du einen Kugelkondensator hast. Ne, das ist Physik. Das ist eine Metallkugel. Ja, Take the next strides with me on this path of longevity. If you felt the barefoot vibe, hit like and subscribe for more revolutionary insights. Let's walk this transformative journey together.